Ja, heute seht ihr den Luftpumper mal aus einem ganz anderen Raum. Ich habe jetzt meinen eigenen Sportraum und auch mehr Platz, um hier so ein Video zu machen. Und heute habe ich was mitgebracht, und zwar habe ich mir vor einigen Wochen ein Spinningbike gekauft. Wer auf diesem Kanal mir schon ein bisschen länger folgt, dem habe ich auch schon mal, ich habe nie ein dediziertes Video dazu gemacht, aber ich habe hier diesen Wahoo Kicker gehabt. Also, ihr seht ja, den habe ich immer noch, ist bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen. ähm, Den hatte ich jetzt jahrelang und ich war auch die ersten 2 Jahre damit eigentlich relativ zufrieden. Ich fand ihn ein bisschen laut, also weil das Rad ja auf der Rolle läuft, aber irgendwann fing es an, dass aus irgendwelchen Gründen mir immer die Reifen geplatzt sind. Ich habe noch nie so viele Schläuche gekauft. Ich musste dann auch einmal einen komplett neuen Reifen kaufen. Also es hat mich insgesamt bestimmt 200 € gekostet. Und es war tatsächlich auch ein bisschen doof. Meine Freundin wollte dann auch manchmal fahren und dann hatte ich halt mein Rennrad drauf. Da kann man ja nicht so schnell alles umstellen und dann ist sie nie damit gefahren, obwohl sie eigentlich wollte. Und irgendwann hatte ich auch das Problem, dass bei dem Wahoo Kicker ich nicht mehr als 150 Watt treten konnte, weil dann irgendwie die Reifen durchgedreht sind. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht bin ich zu schwach oder so, aber das ging irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wechsle ich mal. Und ich konnte in den vergangenen 2 Jahren durchaus verschiedene Spinning-Bikes vergleichen. In meinem alten Fitnessstudio hatten wir zum Beispiel die ICG 7 Räder. Das sind richtig gute Räder, die kosten, glaube ich, 3.500 € oder so. Und die haben auch richtig Spaß gemacht. Und ich war einmal im Urlaub letztes Jahr ja, Ort vergessen, im Norden, an der Küste, in St. Peter-Ording, genau. Und da war so ein richtig cooles Hotel und da hatten die 3, 4 Peloton-Bikes. Und da musste man sich einfach ein Konto machen und konnte einfach auf das Bike steigen. Und ich bin, glaube ich, fast jeden Tag Peloton gefahren und fand es richtig nice. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und die Kurse zu machen und so. Habe das dann auch mal versucht, auf dem Wahoo Kicker zu machen, das hat aber nicht so gut funktioniert. Und habe dann gesagt, okay, Spinning Bike. Und für mich war eigentlich das Wichtigste, also erstmal wollte ich halt nicht so super viel Geld ausgeben. Ich wäre sogar bereit gewesen, das Geld für das Peloton auszugeben. Da gab es auch bis vor kurzem noch einen Deal mit Corporate Benefits. Die haben jetzt irgendwie einiges geändert. Man muss jetzt immer über Amazon kaufen, man kann nicht mehr über Peloton selbst kaufen. Es gibt auch noch einen anderen Partner, aber Amazon war einer von zwei. Ähm, und das Gerät hat, glaube ich, gab es dann mit Refurbish und so für, weiß ich nicht mehr, 1, 2 oder so, grob geschätzt. Und jetzt muss man, glaube ich, irgendwie 1,5 bis 2 bezahlen. Also man ist irgendwo in der Region von diesen 1,5 bis 2.000 €. Man kriegt bestimmt auch eins bei eBay ein bisschen günstiger gebraucht. Was mich aber abgehalten hat, ist, dass das Peloton-Bike meinem Verständnis nach überhaupt nicht funktioniert, wenn man nicht das Abo hat. Und das Abo in Kombination mit dem Peloton Bike kostet 40 € im Monat. Wenn man jetzt aber sich die Peloton App kauft, dann gibt es eine Variante für 12 €. Die funktioniert aber nicht mit Spinning, aber es gibt eine für 24 €. Und das ist für mich schon ein bisschen unverständlich. Warum kann ich als Person, die die App kauft quasi auf dem iPad, für 24 € eine Version bekommen und die das Bike schon für viel Geld gekauft hat, muss 40 € bezahlen. Ich weiß, dass es Unterschiede gibt nochmal. Also diese 40 € Version kann noch mehr. Das ist mir durchaus bewusst. Aber du bist gezwungen, das zu machen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich benutze jetzt den Bildschirm und fahre dann halt mit Ruvi oder lass mir einfach nur die Werte ausgeben oder so. Also meinem Verständnis nach funktioniert das nicht. Und da habe ich gesagt, nee, also ich zahle ja schon für mein Fitnessstudio so viel Geld und für das Fahrrad ja dann auch nochmal irgendwie 2.000 Tacken. Da möchte ich nicht mich noch verpflichten, wenn ich diese 2.000 € zu Hause stehen habe oder 1.500 €, dann noch für 40 € im Monat das Abo haben zu müssen. Das ist mir zu viel Geld. Und das ICG war mir auch zu teuer. Das mochte ich, hat mir richtig Spaß gemacht, damit zu fahren. Das ist wirklich ein Top-Bike. Aber ich zahle nicht 3.500 € für ein Spinning-Bike. Also dafür müsst ihr mehr über meine Affiliate-Links kaufen. Also schließt ein Abo bei Biogena ab oder schließt ein Abo bei Whoop ab.
Oder hier, ihr könnt hier, glaube ich, auch seit einiger Zeit so Subscriber werden. Dann spendet ihr mir quasi ein bisschen Geld. Oder man kann, glaube ich, auch mittlerweile irgendwie Donations machen. Wenn ihr das in exorbitanter Höhe macht, dann kann ich mir auch ein ICG-Bike und ein Peloton-Bike ohne schlechtes Gewissen holen. Aber so lange muss ich auf andere Alternativen umsteigen. Und ich hatte dann erst dieses Schwinn-Bike gesehen. Das, was ich wollte, gab es dann nicht mehr. Und für mich war eigentlich das Allerwichtigste bei diesem Bike, also erstmal, es sollte nicht ganz so hässlich aussehen und es sollte eine Watt-Messfunktion haben. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin. Ich glaube, die genaueste Art ist, das quasi über die Pedale zu machen. Da kostet aber allein diese Pedale schon 400 Euro, wenn man die für sein Rennrad kauft. Bei diesem Wahoo Kickr war das mit dabei, da hat er das wohl irgendwie über die Rolle gemessen. Und dieses Gerät hat auch ein Wattmesser. Wie genau der ist, frag mich nicht. Es ist mir auch egal, ob der sich um 5 oder 7% unterscheidet. Es geht mir um eine grobe Richtung. Dafür bin ich jetzt nicht Profi genug, aber ich möchte schon wissen, ob ich 70 Watt, 100 Watt oder 150 Watt oder 200 Watt reinkloppe. Und dann habe ich geschaut und dann habe ich gesehen, okay, es gibt auch diese Firma hier, das Bike, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. So, jetzt seht ihr mich von hier. Man sieht die Marke trotzdem nicht. Heißt Sportstech. Und wir schauen uns das gleich auch nochmal. Ich nehme gleich mal die Kamera ab und dann zeige ich euch das mal im Detail. Aber die Firma heißt Sportstech und das Fahrrad ist das S-Bike Lite. Es gibt auch eine S-Bike-Variante. Da ist hier oben der Monitor befestigt. Das ist dann quasi wie das Peloton-Bike. Oder es gibt ja noch die Konkurrenz Echolon, heißt die, glaube ich. Das ist quasi auch so eine Billigvariante vom Peloton, wo man aber auch ein Abo und sowas hat. Genau, und dann habe ich, das kostet, glaube ich, Neupreis 800 Euro. Gibt es bei Amazon mit einem Coupon auch gerne mal für 700 Euro und ich habe es jetzt bei eBay, das Gerät ist, glaube ich, weiß ich nicht, von März oder so, für 500 geschossen und es ist wirklich kaum benutzt. Hatte leider ein bisschen viele Katzenhaare, muss ich ein bisschen sauber machen, aber sonst war das wirklich top. Ein paar kleine Kratzer, alles in Ordnung, ein bisschen Geld gespart. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Ich nehme jetzt mal die Kamera mit, das habe ich auch noch nie gemacht, aber das machen wir jetzt mal. Denn wir müssen heute auf einige Details eingehen, die ich euch einfach zeigen will, dass ihr dann auch später mal darauf achtet. Also, es geht los mit diesem Fahrrad, das hat hier einen Knopf. So, und wenn ich da drauf drücke, dann seht ihr, dass hier hinten, das sieht auch ziemlich cool aus, so ein Licht angeht. Das ist ziemlich nice. Und dann gibt es hier halt einen QR-Code, den man scannen muss. Und wenn ich jetzt auf dieses Rad draufsteige, ich nehme euch jetzt mit, hoppala, ich nehme euch jetzt mal mit, versuche nicht runterzufallen hier, so. Und ich jetzt trete, dann passiert hier nichts. Also ich sehe keine Informationen. Ich kann hier die Schwierigkeit erhöhen, aber ich sehe immer nur diesen komischen QR-Code, denn ich muss dafür erst in die App gehen. Und dafür muss ich halt am Ende eine App verbinden und ein Gerät dabei haben. Und da gucken wir jetzt mal, gehen wir mal auf mein schmutziges iPad. So, jetzt sind wir in der App gelandet. Und ja, die braucht eine Sekunde. So, da steht ganz viel drin. Ich habe gerade auch noch diesen Testmonat. Da gibt es auch Workouts und so, um das kurz zu halten. Die Workouts sind nicht gut. Die App kostet 10 bis 12 Euro im Monat beim Jahresabo. Ich glaube 90 Euro Jahresabo. Holt euch die Peloton-App, das hier ist Müll. Aber man braucht die App oder eine Alternativ-App, um quasi das Tracking zu starten. Also ich gehe jetzt auf Bluetooth. So, dann findet er mein Fahrrad hier, EWBK. Und dann koppel ich das. So, und dann kann ich auf Fertig gehen, Workout starten. So. Und jetzt sieht man plötzlich hier verschiedene Werte. Also wir sehen hier den Puls, den Widerstand, meine Zeit, die Trittfrequenz, die Wattzahl, ja und wieder den Widerstand. So, und hier sehen wir dann auf der App die verschiedenen Informationen gebündelt. So. Und wenn ich jetzt wieder aufs Fahrrad steige und lostrete,
Dann passiert hier nämlich was, dann wird der nämlich blau, sorry. Farbblindheit habe ich zum Glück noch nicht. So, und hier sehe ich jetzt dann quasi parallel die Informationen dazu. So, und jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Jetzt kann ich, dafür muss ich nochmal stehen bleiben, aber jetzt kann ich quasi wieder zurückgehen, kann in die Peloton-App gehen und dann kann ich quasi irgendeinen Peloton-Workout starten. Ich mache das mal auf lautlos, damit ich hier keinen Ärger bekomme. So, und dann kann ich quasi fahren, weil ich nämlich dann hier die Informationen sehe. So, und jetzt muss man halt darauf achten, jetzt steht natürlich hier immer ein Widerstand und der Widerstand beim Peloton geht zum Beispiel von 0 bis 100. Aber mein Widerstand hier geht nur bis 24, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, das heißt, man muss immer alles durch 4 teilen. Also wenn da jetzt irgendwie steht Widerstand 50, dann mache ich hier halt auf 12. Das ist nicht so schlimm, aber das muss man dann halt für sich wissen und dann kann man das hier anpassen. Ich bin ehrlich gesagt von diesem Knopf zwiegespalten. Erstmal ist er richtig schön und ich finde ihn auch eine geile Ergänzung. Aber bei den Pelotons zum Beispiel, da hat man diesen Knopf hier und an diesem Knopf kann man drehen. Also es gibt auch eine automatische Anpassung bei den neueren Pelotons. Bei dem hier auch, also der hat auch so eine Auto-Resistance mit der entsprechenden App. Das ist dann wie bei dem Wahoo Kickr ein bisschen. Aber das hier ist nur ein Notknopf. Also wenn ich jetzt losfahre und ich merke irgendwie, das ist mir zu schnell, haue ich halt drauf, Notbremse. Aber ich kann hier nichts einstellen. Und ihr seht ja hier, wenn ich hier drehe, wie lange das tatsächlich dauert, bis ich auf der vollen Stufe bin. Und jetzt bin ich mal ein bisschen leise, vielleicht hört man das. Das rattert halt so. Das heißt, der braucht erstmal ein bisschen, um die Stufe umzustellen. Und das, finde ich, dauert manchmal ein bisschen lang. Das ist jetzt ein bisschen Meckerei. Es kostet ja auch weniger als andere Geräte, aber es gibt halt auch bei Amazon Geräte für 150 € oder so. Ja, und man kann tatsächlich jetzt auch hier in der App nicht großartig was verbinden. Ich kann jetzt, also diese Trittfrequenz, das findet er nicht. Die Trittfrequenz findet er nicht. Und ich kann halt hier, ich habe hier noch von Garmin noch meinen Pulstracker. Habe ich auch kein Video drüber gemacht, kennt jeder. Genau, und den findet er dann. Und das ist tatsächlich auch meine Lösung, die ich am meisten benutze. Ich benutze die Peloton-App, die kostet, glaube ich, 24 € im Monat, gibt auch Probemonat, 1 Monat oder 2 Monate, je nachdem, wo man irgendwie guckt. Und habe im Hintergrund dann die App gestartet. So, und um das jetzt nochmal, um euch nochmal eine Alternative zu zeigen, es gibt auch noch, weil falls ihr jetzt denkt, okay, ja okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn Sportstech Live pleite geht und ich die App nicht mehr benutzen kann? Was mache ich dann? Dann ist ja das Gerät hier kaputt, wie bei Peloton ein bisschen. Nein, das stimmt nicht, denn du kannst andere App benutzen. Du kannst zum Beispiel die Kinomap benutzen, kostet aber auch Geld, die App. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Lösung, die heißt IC Trainer und die ist umsonst. Und es gibt auch noch ein paar andere Lösungen, aber wir haben jetzt zum Beispiel IC Trainer. Und auch die zeige ich jetzt nochmal hier. Auch hier kann man einfach drauf gehen, die brauchen ein bisschen, ich finde die auch ein bisschen hässlich. Aber sie funktioniert, also auch hier kann ich freies Training starten, irgendwo, genau, also hier hat er dann das Bike, ihr seht die Einstellung, also das sieht ja auch schon super hässlich aus, aber hier kann ich jetzt mein Bike verbinden, ich glaube, das ist, weil das gerade mit der anderen App verbunden ist, geht es nicht, aber die App kann ich nutzen als Alternative. So, und es gibt noch eine andere App, das ist die App QZ Fitness, aber da gehe ich gleich nochmal dediziert drauf ein. Was auch wichtig ist, man hat hier ja die Einstellungen für den Sattel. Man kann den Sattel hier nach hinten und nach vorne machen, aber ich bin hier, wobei hier, da geht noch ein bisschen weiter. Genau. Wobei, ich bin hier schon am Ende, man sieht das hier, ich bin hier schon am Ende. Weiter nach vorne geht es nicht. Man kann den Sattel hoch und runter machen, aber das hier ist so ein bisschen eine Lüge. Man hat das Gefühl, dass man hier
jeden Buchstaben einstellen kann. So ist das zum Beispiel beim ICG, da kann man relativ viele Abstufungen machen. Hier gibt es irgendwie 4 oder so, also man sieht das auch hier hinten, was das eigentlich für eine Lüge ist. Es gibt gar nicht so viele Abstufungen. Aber es reicht für mich und meine Freundin. Man darf nur nicht zu klein sein, unter 1,60 wird es ein bisschen schwer. So, dasselbe ist hier am Lenkrad, auch das kann man hoch und runter stellen. So, ich bin jetzt ungefähr 1,87 groß und das ist jetzt schon wieder auf Stopp, also auf Maximum, aber wenn ich bei Peloton reintrete, komme ich halt hier gegen. So, was jetzt bei mir ein bisschen doof ist, so meine Körperaufteilung, meine Beine sind relativ lang, aber mein Oberkörper ist relativ kurz. Das heißt, eigentlich brauche ich einen möglichst hohen, der Sattel muss ein bisschen höher sein, weil wenn ich rausgehe, komme ich mit den Knien dagegen. Aber ich brauche hier, dieses Stück hier, da brauche ich eigentlich mehr, das muss näher sein bei mir. Aber ich komme da nicht dran. Also ich kann es hier nicht mehr weiter zurückstellen. Also man kann hier auch so ein bisschen, ja ungefähr so ein Stück einstellen, aber weiter nach hinten geht es nicht und hier geht es nicht weiter nach vorne, sodass ich da am Ende angekommen bin, was ich auch nicht so ganz verstehe. Ja, und was mir auch fehlt ist, ihr seht, hier fehlt einfach ein Getränkehalter. Es gibt keinen, also weiß ich nicht, hier müsst ihr eigentlich irgendwo oder hier unten oder so ein Getränkehalter sein. Was ich immer mache, ich schnapp mir immer, boah, ich bin richtiger Vlogger hier heute, ne? Ich schnapp mir hier eine Flasche und werfe die hier so drauf. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil dann kann es immer mal passieren, dass hier Wasser ausläuft. Genau. Und was auch noch wichtig ist, ich sehe es da gerade in der Ecke, wir haben hier so Aufsätze. Und zwar macht man die Aufsätze hier drauf, auf die Pedale. So, weil dann kann man nämlich, so rum ist nämlich eigentlich genau falsch, so rum. So, dann kann man nämlich auch ganz gut ohne Clickies fahren. So, jetzt seht ihr hier schon am Boden, da sind schon Kratzer. So, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen paranoid, aber ich finde, dass das Ding schon super weit am Boden ist. Also man sieht das hier jetzt echt gut. Ich habe mal bei anderen versucht, bei ganz vielen YouTubern geschaut, wie so Pelotons und so sind, aber ich konnte es nie so richtig sehen. Aber ich habe das Gefühl, die anderen sind nicht so niedrig. Der ist schon super am Boden. Und wenn ich das quasi hier dran hatte, dann sieht man, dass das da, also jetzt sieht man es nicht so ganz, weil ich abmontiert habe, aber man kommt quasi am Boden. Das heißt, wenn man sich jetzt ein bisschen ganz falsch aufstellt, vor allem gerade wenn man mit den Clickies drin ist, ich möchte es nicht beschwören und wahrscheinlich kann es auch nicht passieren, aber meine Angst war, dass ich dann irgendwann mal irgendwie so schräg stehe, dass ich mit diesem Plastikschutz hier in den Boden komme und mal richtig hart stecken bleibe. Und man weiß ja beim Spinning Bike, wie stark das ist. Also allein wenn ich schon, ich habe ein bisschen Hüftprobleme und wenn ich quasi nicht weiter reintrete, dann gibt es ja einen Ruck. Wenn ihr beim Fahrrad, gerade auch bei dem Wahoo Kickr, ja mit dem Fahrrad stehen bleibt, mit den Füßen, dann dreht er ja nicht weiter. Aber hier, das ist ja das am Spinning Bike, das geht ja immer weiter. Also das bewegt sich ja. Das ist ja der Gegensatz zum Fahrrad. Und wenn du dann plötzlich mit deinen Füßen stehen bleibst, dann wirst du ja mitgerissen. Und da war meine Angst, dass man da einfach so komplett drinnen hängen bleibt, dass man sich ultra wehtut dabei. Und ich habe versucht, es gibt hier unten, diese Füße, die habe ich versucht ein bisschen hochzuschrauben, aber das hat auch nicht viel geholfen. Darum habe ich mich dazu entschieden, diese Plastikdinger abzumachen. Ich fahre selber fast nur mit Clickies. Das heißt, die habe ich einfach hier reingeklickt. Meine Schuhe sind auch schon 15 Jahre alt oder so, aber das passt da rein. Und meine Freundin fährt einfach so, weil die jetzt auch nicht so krass Kurse macht, sondern die setzt sich da einfach ein bisschen drauf und radelt ein bisschen rum. Genau. Das ist für mich so eine Sache, habe ich noch nie bei jemandem diskutieren hören sehen. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung und erzähle super Müll. Aber das hat mich allein schon gestört. Guck mal, dass allein mein Boden einfach nach irgendwie 2 Tagen da schon kaputt war. Das ist auf der anderen Seite, glaube ich, nee, auf der anderen Seite sieht man es nicht. Nein, da sieht man es nicht, aber diese Matten generell werden auch einfach nicht mehr sauber. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Kamerawechsel, weil ich euch noch was anderes zeigen möchte. So, das Setup ist umgebaut. Für euch hat es nur eine Millisekunde gedauert, aber für mich ein bisschen. So,
Ich möchte noch was zeigen, und zwar, das Fahrrad ist super. So, ich habe die Kritikpunkte genannt. Es funktioniert nur mit der App. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwie mich in den Boden ramme, wenn ich dieses Plastikding da drauf habe und mit Clickies fahre. Unwahrscheinlich, aber ich bin immer sehr vorsichtig, bin ein ängstlicher Mensch. Ähm, und es gibt keinen Getränkehalter. Und ich habe bisher auch noch keinen gefunden, der irgendwie dazu passt. Also die bieten auch keinen an. Das sind so meine Hauptkritikpunkte, die ich habe. Aber ich kann es empfehlen. Ich finde es super. Also mich hat es jetzt bei eBay 500 Euro gekostet. Ich finde auch die 700 Euro okay. Und es ist wirklich ein sehr schickes Bike. Also es sieht wirklich, selbst wenn es jetzt nicht im Sportraum wäre, sondern irgendwie im Wohnzimmer, könnte man es irgendwie noch verargumentieren. Und auch wenn eure Partnerin und eure Partner sehr auf Ästhetik im Haus aus ist, das Ding kann man noch irgendwo schön hinstellen. Und das mit der App ist jetzt auch nicht so das Problem. Da ist übrigens auch quasi so eine Halterung übrigens dabei fürs iPad. Das ist da mit drinne. So, da kannst du auch dein iPhone, kannst du alles reinkloppen. Funktioniert super. Und ich finde die Kombination dann am Ende mit Peloton auch perfekt. Dann kann ich es für mich tracken. Ich kann dann mit dem Button durchgehen, was mich gerade interessiert. Das ist so der Mini-Kritikpunkt noch, dass ich es dann nicht quasi gerade live sehe. Aber okay. So, jetzt möchte ich aber auf eine Sache noch eingehen oder auf zwei Sachen. Das erste ist Support. Der Support antwortet mir seit 2 Wochen nicht. Ich hatte eine Frage direkt zu Beginn, der Support antwortet nicht. Und ich habe auch unter anderen YouTube-Videos gesehen, dass der Support grottig ist und nicht reagiert. Also das so ist eine 6. Antwortet nicht 2 Wochen lang. So ist halt wie Vodafone, ne? Kannst du halt in die Tonne werfen. Oder ePrimo kann man auch in die Tonne werfen. So, geht niemals zu ePrimo. Tipp zum Wochenende. Sportstack wirbt auf seiner Seite mit einer Verbindung zu Swift und Ruby. Und dann steht aber im Text drin, ja, das kommt bald. Aber das stand da schon anscheinend im Frühjahr 2024. Wir sind jetzt im Winter 2024. Also sie promoten was in der Hoffnung, dass es dann halt bei Google und so auftaucht. Und ich habe es meiner Meinung nach auch auf irgendeiner Verkaufswebsite als Argument gesehen, habe es dann nämlich auch gekauft, unter anderem deshalb. Und es geht aber gar nicht. Also du kannst zwar Swift verbinden, aber er fährt immer nur mit 20 Watt oder so. Bei der Kinomap-App, die ja so nicht ähnlich ist, aber die auch so ein Konzept verfolgt, bloß halt mit Live-Bildern, so wie Ruvi, da funktioniert das, aber bei Swift und Ruvi selber noch nicht. Jetzt gibt es eine App, die heißt QZ Fit. So, die machen wir jetzt mal auf. QZ, also eigentlich heißt die ja, QDOM, also QDOM oder QDO MyOS Swift. So, das ist die App und die sieht auch ganz, ganz hässlich aus. Und die hat so 1 Million Einstellungsmöglichkeiten. Und die App kostet 6 Euro oder so. Und ich glaube, die App wird am häufigsten von Leuten benutzt, die dieses Echolon-Bike haben, aber die Peloton-Funktion haben wollen. Und es steht ja auch im Namen schon Swift drin. Also es ist irgendwie eine Swift-Integration für Fahrräder, die kein Swift haben oder die mit Swift nicht kompatibel sind. Und ich habe erstmal versucht, dass ich über diese QZ Fit App, also man muss das auf dem Handy starten und das erkennt dann, das simuliert quasi ein Peloton-Bike. Er denkt dann wirklich, das ist ein echtes Peloton-Bike. Und das ist quasi eine Bridge zwischen dem Bike und der App. Also du brauchst am Ende 2 Geräte. Du brauchst das iPad oder ein anderes iPhone und das iPhone oder noch ein iPad und du brauchst am Ende ein Fahrrad. Und er hat das auch irgendwie erkannt, also er denkt dann wirklich, du fährst mit einem Peloton-Bike, aber der hat natürlich hier diese unterschiedlichen Stufen. Hier sind es ja nur 24, bei Peloton aber 100. Und es gibt so Settings, mit denen man das quasi anpassen kann. Und dann würde er auch in der Theorie genau mit diesem Sportstack-Bike das Auto-Adjustment vornehmen, weil das Fahrrad hat so eine Auto-Adjustment-Funktion. Das funktioniert vor allem mit der App von denen und mit Kinomap. Also wenn du einen Berg hochfährst, dann wird es schwerer und so. Er
Er konnte das aber bei Sportstech, mit dem Sportstech Bike, hat das nicht funktioniert. Und ich habe dann auch in dem Forum und so geschrieben, sehr netter Entwickler, der da wirklich jedem antwortet. Der hat dann gesagt, ich soll ein Ticket aufmachen. Also aktuell funktioniert das nicht, diese Integration. Was halbwegs gut funktioniert, ist die Swift-Integration. Was jetzt aber super wichtig ist, wenn ihr mit eurem Rennrad fahrt, habt ihr ja 27 Gänge oder 11 Gänge oder wie auch immer. Und wenn dann der Wahoo Kicker oder die anderen, ja, der Wahoo Kicker oder Tex heißt glaube ich die andere Marke, wenn es dann schwerer wird, dann könnt ihr runterschalten. Aber das ist ja ein Spinning Bike, das ist quasi ein Fixie, das hat nur einen Gang. Das heißt, es wird einfach nur schwerer. Ihr könnt ja nicht umschalten. Ne? Ihr fahrt immer nur im selben Gang, der halt anstrengender wird. Und das muss man in seinen Kopf kriegen, dass man Swift nur mit einem Fixie fährt. Und wenn es halt den Berg hoch geht, fährst du halt im selben Gang, wie wenn du halt auf der Ebene fährst. Und dafür hat quasi diese App so eine Funktion, wo du die Gänge einschalten kannst, also dann virtuell Gänge. Das heißt, du stellst im ersten Schritt die Stufe ein, mit der du quasi angenehm auf einer Fläche fährst, also sagen wir mal von 24 Stufen auf Stufe 4, dass du irgendwie mal wenigstens irgendwie 70 Watt oder so reinkriegst. Aber wenn du merkst, das ist mir jetzt zu wenig, dann kannst du halt die Gänge manuell hochschalten und dann macht er halt die Stärke, die Resistance stärker, höher. Und wenn jetzt ein Berg kommt, dann stellt er halt die Resistance dementsprechend prozentual höher. Also sagen wir mal, du fährst auf 4, es geht einen Berg hoch, dann stellt er irgendwie bei 3% auf 5 und bei 20% stellt er dann auf 24 oder so. Das muss man einfach beachten und das funktioniert mit der App auch ganz gut und so kann man dann die Swift-App auch benutzen. Ich hatte da auch ein paar Hiccups, ich musste da ein bisschen rumprobieren, aber es funktioniert. Wenn man da unbedingt Swift braucht, dann kann man das machen. Genau. Für mich ist einfach jetzt wirklich das Standard-Setup Peloton-App und die Sportstech-App einfach im Hintergrund zu starten und dann loszuraten. Vielleicht ist mir auch gerade beim Reden aufgefallen, könnte ich ja auch die Sportstech-App auf dem Handy starten, mir das dann quasi drum binden, dann sehe ich auch alle Daten live auf einer Anzeige, weil das leider durch diesen Drehknopf nicht der Fall ist, was zum Beispiel bei dem ICG-Bike oder so alles sichtbar wird auf einmal. Genau. So, und jetzt nehme ich euch noch mal ein letztes Mal mit hier und zeige euch noch mal eine Sache. Und zwar habe ich hier in meinem Raum auch einen Fernseher und da gucke ich dann immer gerne Sport oder Dragon Ball oder irgendwas drauf. So, und ihr seht das schon. So sitze ich da. Naja, vielleicht sitze ich so. Jetzt sehe ich meinen Fernseher nicht mehr. Weil nämlich vorher hatte ich immer mein Rennrad und da hatte ich quasi so eine Halterung, die genau hier drauf war. Das heißt, mein iPad war so leicht schräg. Hier war das quasi auf der Höhe und dann konnte ich vernünftig Fernsehen gucken. Jetzt kann ich nicht mehr gucken, weil halt der Fernseher im Weg ist oder mein iPad in dem Fall. Und da muss ich mir jetzt persönlich nochmal was überlegen und auch für euch ist das vielleicht interessant, wenn ihr sagt, hey, ich möchte ja aber Fernsehen schauen, ich möchte das in meinem Wohnzimmer haben oder so, da muss man irgendwie das auf dem Schirm haben. Man kann natürlich das auch hier abnehmen und das dann auch irgendwie sich hier unten montieren durch Eigenlösungen. Meine Lösung wird wahrscheinlich sein, dass ich mir hier oben so einen Wall-Mount mache und dann mit so einer 90-Grad-Halterung und das dann nach vorne gucken lasse, dass ich das quasi auf der Höhe meinen Fernseher habe. Das muss ich mir nochmal im Fenster gucken, wie ich das mache, aber das ist für mich noch so ein Punkt, den man beachten sollte. Auch wenn man dann sich die S-Bike-Version kauft, wo dann ein richtiger Bildschirm dabei ist, ist ja dann quasi wieder wie das Peloton-Bike. Ja, heute sind wir eh schon unkonventionell und ich hoffe, dass euch nicht schlecht geworden ist beim Videoschauen. Dies war, glaube ich, mal wieder ein bisschen ausführlicheres Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und jetzt steige ich nochmal auf das Rad und bin ruhig dabei, damit ihr einfach nochmal hören könnt, wie leise das ist, denn das Fahrrad ist wirklich super leise.
So, mein Puls ist hoch. Ohne Schuhe tut es ein bisschen weh. Meine Klamotten sind zu warm. Nach 1,5 Minuten ist mir schon heiß und mein Atem außer Atem. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut.